Hallo meine Lieben, heute das zweite Video mit dem M1 Ultra und heute gucken wir uns so ein bisschen die Papiergeschichte an, weil der M1 Ultra hat auch ein Druckmodul und er hat auch einen Stiftehalter und ja, die Sachen testen wir heute natürlich aus und gucken, was man da alles Schönes damit erstellen kann. Mehr dazu seht ihr auch gleich nach dem Intro. Ich habe schon mal die drei ersten Sachen, die ich ausprobieren will, weil heute gehen wir so ein bisschen Stück für Stück durch. Und das, was ich probieren will, ist einerseits hier mit einem Stift was drauf zu machen auf dieses Heft. Da habe ich vorher kurz geguckt, na, funktioniert das mit dem Stift, nimmt das überhaupt an? Das hat funktioniert. Und dann habe ich zwei Notizbücher, wo ich folieren will drauf. Jetzt müssen wir das Ganze ein bisschen vorbereiten. Das hier werde ich auf jeden Fall, deshalb habe ich Smaller Crepe, das werde ich hier auf der Seite, wahrscheinlich oben und unten auch, ein bisschen festmachen, weil dieser Deckel hebt sich ein kleines bisschen und er sollte natürlich schön flach sein, damit das Ergebnis dann auch schön wird. Und nur zum Sagen, für alle Sachen, die ich hier mache, verwende ich Single-Line-Dateien. Wenn ihr nicht wisst, was das ist, dann verlinke ich euch ein Video hier oben, wo ich das so ein bisschen zeige, weil damit werden die Sachen ganz einfach schöner. Das heißt hier mit dem Stift, ich werde hier mit dem Stiftehalter arbeiten. Das geht ganz einfach, dass ihr den Stift reinmacht und dann rastet ihr ein und so könnt ihr das dann in das Modul auf der linken Seite ganz einfach reinmachen. Einfach gucken, dass ihr hier, dass es ansteht, also drinnen liegt, sauber, damit das dann auch da festgehalten wird. Das heißt, das ist das erste, was ich machen will. Und für das zweite brauchen wir dann das Carriage, weil da will ich mit dem Prägestift arbeiten. Und zwar habt ihr hier einen Pfeil drauf und diesen Pfeil habt ihr auch auf dem Carriage Tool drauf, ne? Hier. Und genau so muss das hier rein. Das heißt, ich gucke, dass Pfeil auf Pfeil ist und kann das hier reinschieben, dann hier zu machen. Zuerst links runter, dann rechts rüber und hier das quasi, genau, das festklemmen, so dass die Spitze schön drinne sitzt, weil da werden wir mit Druck arbeiten. Und dann kommt die Abdeckung hier, die magnetisch ist, einfach wieder oben drauf. Jetzt für das eine habe ich die Folie, die ich von Xtool bekommen habe, verwendet oder werde ich verwenden. Und für die andere habe ich noch eine andere Folie, Silberfolie, wo ich mit Druck arbeiten kann. Weil das Wichtigste hierbei ist, dass die Folie wirklich schön straff liegt. Und ich werde nur in diesem unteren Bereich folieren. Ich nehme das, glaube ich, kurz so hoch. Und dann gebe ich hier schon mal einen Streifen Klebeband, hole mir die Folie so und mache das hier schon mal fest. Dass das hier schön liegt. Hier reiße ich das kurz ein bisschen auf, damit ich mit dem Band drüber kann, weil auch hier, das muss natürlich nachher wieder schön fest sitzen. So, jetzt mache ich dasselbe unten. Das heißt, ich habe es jetzt nur mal auf der Folie festgeklebt. Und jetzt versuche ich das wirklich schön festzuziehen. Ja. Und über das Buch zu schlagen und das innen drinne festzumachen. Dann machen wir das natürlich auch noch auf den Seiten. Und ich habe jetzt hier einen Klebestreifen, die ich von einem anderen Foiling-Tool habe. Aber da könnt ihr zum Beispiel natürlich auch ein Washi-Tape nehmen. Das Klebeband sollte dann nirgendwo sein, wo ihr mit dem Stift drüber geht. Weil sonst habt ihr da ein unschönes Ergebnis. So.
Und dadurch, dass ich hier das Band habe, wird es auch nicht ganz so gut auf der Matte kleben. Von dem her werde ich mir hier auch mit dem Malerkrepp behelfen, das wirklich gut auf die Matte runterkleben noch. Das erste und genau gleich das gleiche mache ich jetzt noch mit der zweiten. Und vom Material her, nicht quatschen und arbeiten, das kommt nicht gut. So, vom Material her, ich habe versucht, das einfach vorher kurz ein bisschen innen drinne auf dem Material zu testen, ob das dann auch wirklich, also die Folie sich da wirklich drauf, also haften bleibt. Es sah so aus, als ob, wenn es dann nicht der Fall ist, ist dann halt dem geschuldet, dass ich ein Material habe, wo die Folie nicht drauf haftet. Aber ich sage immer, ne, probieren geht über studieren. Und was ich mir natürlich angeguckt habe für das Design ist einfach, wie viel Platz habe ich. Ich bin hier natürlich nicht ganz an die Ränder gegangen. Hier habe ich beiden jeweils einen Spruch. Und im Tool drinne oder im Laser drinne mache ich hier dann eine Punktabmessung für dieses Rechteck. Dann kann ich das Ganze schön platzieren. Dasselbe auch dann bei diesem Heft. Jetzt gucken wir uns noch kurz die Dateien an, die ich vorbereitet habe. Für das Notizbuch, das kennen vielleicht ein paar von euch schon, ne? Das ist der, den ich gezeichnet habe und dann in eben eine Singleline-Datei umgewandelt habe. Und der Text selber, Moment, da habe ich das Garuline, also G-A-R-R-U-L-I-N-E. Das ist von Creative Fabrica eben eine Singleline-Schrift. Und das, was ich dann dunkel haben möchte beim Motiv, das kann ich dann nachträglich noch von Hand ausfärben. Das mache ich jeweils so, weil die Augen würden so ein bisschen komisch aussehen, wenn die so hell sind oder nicht ausgefüllt, ne, zum Beispiel. Das werde ich dann noch machen und dann habe ich jeweils, also für das grün-orange Buch, habe ich diese Schrift, auch das Garuline. Das ist ein Lieblingsspruch von mir, von wegen do what you love, not what you think you're supposed to do. Ne? Mach das, was du willst oder mach das, was du liebst und nicht, was du denkst, dass du tun müsstest. Und das habe ich eben einmal mit Garuline und dann einmal habe ich die Schriftart. Gucken wir uns das kurz an. Die müsste irgendwie heißen Quill. Genau, hier. Quilty Replaced Single Line. So heißt die. Dann habe ich natürlich hier den Arbeitsplatz so eingerichtet, dass ich gesagt habe, Moment, das will ich, hier habe ich gesagt, das ist Zeichenstift, da könnt ihr ja verschiedene Sachen auswählen. Hier habe ich eben gesagt Zeichenstift und das hier kann ich eigentlich auf Nicht-Ausgabe machen, weil das brauche ich dann nur als Platzierungshilfe. Und hier bei den beiden habe ich Spitze für Folientransfer ausgewählt und auch hier habe ich mir als Hilfe wieder dieses Rechteck gemacht. Natürlich sollte auch das auf Nicht-Ausgabe sein. Das ist bei beiden der Fall. Wunderbar. Das heißt, ich gehe jetzt rüber zum Laser und fange mal mit dem Stift hier an und dann seht ihr auch gleich, wie ich das mache. Also, ich habe hier schon mal die Platte reingemacht. Ich habe die leicht klebende Matte. Dann mache ich hier mein Büchlein drauf und wie gesagt, ich klebe das runter, weil ich ein bisschen Angst habe, dass das sonst verrutscht. Das heißt, ich gucke, dass das schön flach ist und mache das hier auf die Matte runter. Dann gebe ich dieses Kreuz eben hier oben schön in die Ecke und dann kann ich auf dem Arbeitsplatz das Motiv auch gleich dahin schieben. Dann haben wir hier eben einen Stiftehalter, den ich noch reinmachen muss. Mal kontrollieren, dass ich das nicht verschoben habe. So sollte das funktionieren. Und dann sage ich mal, Bearbeitung starten. Ich habe das kurz abgebrochen, weil ich
habe das Thema, ich kann die Höhe nicht angeben und der macht dann ein Element. Und wenn er zum nächsten übergeht, ist er so stark noch auf dem Heft drauf, dass er, also er geht nicht hoch und runter, sondern er bleibt dann halt einfach und dadurch ist quasi der Übergang von einem Element zum anderen, wird gezeichnet. Das wollen wir natürlich nicht. Ich versuche es jetzt anders. Und mache das jetzt flach hier drauf. Ich mache es jetzt trotzdem noch kurz fest. Aber so sollte es sich eigentlich weniger verschieben. Das heißt, ich gebe hier den Kopf nochmal in die Ecke von meinem Heft und dann versuchen wir es nochmal. So, versuchen wir es nochmal. Ja, sieht wesentlich besser aus. So, jetzt ist er schon durch. Ich will jetzt trotzdem noch ganz kurz was probieren hier auf der Seite, wenn ich den Druck auf eine 1 hochnehme, ob das trotzdem funktioniert, ob ich einfach mit der 35 zu hoch mache. So, ich habe den jetzt auf Geschwindigkeit 100. Hier drüben hatte ich Druck 35, Geschwindigkeit 100. Hier habe ich es jetzt eingestellt auf Druck 1, Geschwindigkeit 100. Mal gucken, was passiert. Nee, geht nicht. Das heißt, die Elemente können nicht zu hoch sein. Oder ihr könnt es dann eben so machen, dass ihr das runterlegen könnt, so wie ich das jetzt gemacht habe, dass ihr das ausklappt. Stift natürlich gucken, dass der nicht austrocknet, dass ihr den Deckel wieder drauf macht. So sieht es im Moment aus. Ich werde da ein paar Sachen noch ausfärben und zeige euch dann das Endresultat. Jetzt müssen wir eben das Modul austauschen. Das heißt, ich kann hier bei mir das Lasermodul rausnehmen und dann das Carriage reinmachen. So. Auch wieder befestigen. Und eben, ich habe euch vorhin gezeigt, dass der Stift jetzt schon drin ist. Ist das. Jetzt müssen wir ein bisschen gucken, wie wir das Heft da hier drauf machen. Weil ich nehme an, hier haben wir dann dasselbe mit dem Druck. Ich kann es runterlegen, passt. Jetzt mache ich hier kurz dann eine Punktabmessung. Jetzt Daumen drücken, dass das gut funktioniert. So, er sagt, er ist fertig. Ich gucke jetzt nur kurz, oder ich versuche irgendwo drunter zu gucken. Wo komme ich denn jetzt am besten ran? Ich muss es rausnehmen. Ist okay. Ich zeige es euch nachher noch im Detail, aber ich will für mich einfach kurz gucken, ob ich für das zweite Buch von den Einstellungen noch was anpassen muss. Ah, super, das hat genau 0 übertragen. Das Thema ist, ich kann mit dem Druck nicht weiter runtergehen, weil ich habe hier schon Linien, wo er jeweils wandert. Vielleicht liegt es an der Folie. Ich mache jetzt noch das Buch auch noch, was ich mit der Folie von Xtool
gucken, ob das besser funktioniert. So, gucken wir uns das zweite an. In der Hoffnung, dass das funktioniert hat. Ein bisschen, aber nicht das Ergebnis, was ich mir erhofft hatte. Jetzt kann das eben gut am Material liegen, weil das ist fast so ein bisschen gummiges Material. Deshalb gucken wir uns noch ein anderes Material an. Und zwar nehmen wir eines dieser Hefte, wo ich vorhin auch mit dem Stift drauf geschrieben habe. Gucken wir mal, vielleicht funktioniert es da. Nee, auch hier nicht. So, gucken wir uns das Ganze kurz an. Und zwar erstmal das mit dem Stift. Ihr seht, das hat wunderbar funktioniert. Ich musste am Anfang gleich kurz unterbrechen, weil der hatte, es war einfach zu hoch mit dem Material und dann ist er, selbst wenn er den Stift angehoben hat oder da, wo er nicht färben wollte, war er immer noch zu stark auf dem Papier drauf und hat deshalb da die Zwischenlinien quasi auch mitgezeichnet. Von dem her funktioniert das aber wunderbar, wenn ihr das einfach runterlegt und dann quasi flach das zeichnen lasst, dann seht ihr, also ich weiß nicht, wie ihr das so habt, aber ich kann nicht mit so einer ruhigen Hand zeichnen auf so ein Büchlein, damit es dann auch gleich funktioniert. Von dem her, ja, bin ich froh, wenn das für mich übernommen wird. Dann mit der Gravurspitze zum Folieren hatte ich ein bisschen Mühe und ich nehme schwer an, dass das an meinen Materialien liegt, weil das ich sehe, ist fast so ein bisschen gummig. Da wollte er echt gar nichts von wissen. Das Gold ging ein bisschen, aber jetzt nicht wirklich gut. Muss ich mir dann was überlegen lassen, wie ich das hier überdecke und das anders nutze. Und dann habe ich es eben mit einem anderen Material auch noch versucht, aber das ist fast so ein bisschen wie ein Kunstleder. Und das wollte er auch nicht. Von dem her mein Fehler, dass ich da tatsächlich zwei Materialien ausgesucht habe, wo die Folie nicht drauf haftet. Das Schöne ist aber, wir sind ja Bastler, wir können unsere eigenen Hefte machen. Deshalb habe ich dann einfach ein schwarzes Papier genommen. Und ja, das foliert. Und daraus kann ich jetzt kurz ein Notizheft machen. So, und schon habe ich mein eigenes Notizbuch, wo das mit dem Folieren wunderbar funktioniert hat. Ich wollte es euch aber trotzdem hier auch zeigen, einfach damit ihr seht, es kann gut, wenn es nicht funktionieren sollte, kann das wirklich gut an eurem Material liegen. Das heißt, Papier und Karton sollte das eigentlich annehmen. Das liegt einfach daran, woran diese Folie haftet, und eben bei den beiden Materialien war eine schlechte Wahl von mir, aber wir haben schlussendlich doch noch hingekriegt. Auf einem Bastelkarton funktioniert das wunderbar. Das waren somit die ersten beiden Projekte. So, als nächstes kommen wir zum Druckermodul. Da habe ich mich schon sehr drauf gefreut und da habe ich auch ein paar Sachen vorbereitet. Und zwar will ich ein Printable Vinyl, das heißt ein Hitzetransfer-Vinyl, was man bedrucken kann, und zwar mit dem Inkjet-Drucker eben. Das will ich machen, damit ich das dann auf eine kleine Geschenktüte drauf machen kann, schon mal vorweihnachtlich, ne? Und da habe ich eben auch die Bilder von Creative Fabrica genommen, und da könnt ihr dann einfach, wenn ihr das Bild habt, eine Umrahmung dazu machen. Da habe ich 6 Bilder. Einmal kurz gucken, wenn ich das auf Tintenstrahldruck
setze, genau, sollte das da drinnen Platz haben, also innerhalb der weißen Fläche quasi, das passt bei mir. Wunderbar. Das heißt, ich werde es zuerst drucken und dann werde ich diese Linien entlang das dann ausschneiden. Dann haben wir eine Karte, die ich machen will. Und da habe ich einfach geguckt, ich will eine Karte, die schlussendlich 9 cm mal 10 cm ist. Und da habe ich ganz einfach deshalb das mal 3 genommen. Also das ist dann noch auch 10 cm in der Höhe, aber in der Breite dann 27 cm. Und dann habe ich eben einfach das hier quasi in die Mitte gesetzt und habe dann dementsprechend 2 Linien eingefügt, weil das ringsherum werde ich schneiden, die beiden Linien werde ich prägen und das Happy Birthday und das We All Bloom Differently, das werde ich drucken. Genau, das heißt, das brauche ich nicht mehr. Das mache ich hiermit. Dann dachte ich mir, ich mache auch gleich einen Umschlag dazu. Da habe ich ganz einfach Formen zusammengefügt, dass das groß genug ist, um in die Karte da zu gehen. Ich möchte heute gar nicht so extrem in die Details reingehen, wie ich Dateien aufbereite. Ich nehme mir das vor, dass ich euch das dann auch mal zeige hier drin. Aber im Grunde genommen ist es nicht mehr, als dass ich Quadrate und Quadrate mit abgerundeten Ecken miteinander verbunden habe. Und in der Mitte habe ich dann eben auch wieder das Quadrat, wo ich dann falzen werde, damit ich hier die Falzlinien habe. Genau, dann übrigens eben auch hier die ganzen Dateien, die sind auch von Creative Fabrica und da habe ich auch zum Beispiel eine Box. Man könnte die selber zeichnen, aber ich fand das eigentlich wesentlich einfacher, wenn ich hier einfach meine Schnittlinien habe plus meine Prägelinien und dann will ich auf der Box drauf eben, dass das gedruckt wird, damit ich da schon so eine schöne kleine Box habe mit diesem Blumenarrangement. Das ist das und dann will ich noch ein paar Sticker machen und da habe ich einfach auch die Bilder einzeln hochgeladen und dann über Umrahmung einfach eine Umrahmung hinzugefügt und so werde ich das zuerst drucken und dann die Umrahmung, das werde ich dann schneiden. Jo, das sind die Sachen, die ich jetzt noch machen werde, aber damit das Ganze funktioniert, muss ich jetzt zuerst das Druckermodul vorbereiten. Also ich würde sagen, wir befolgen hier einfach mal die Anweisungen mit den Teilen, die wir haben hier. Und zwar müssen wir zuerst die Abdeckung wegnehmen, dann hier unten dieses Element wegnehmen. Dann haben wir hier 2 Knöpfe, somit öffnet sich hier das Teil. Dann müssen wir die Farbe nehmen, so, dann kommt das hier weg. Und unten der Zettel weg, damit das Druckelement frei liegt. Dann müssen wir das, also ihr habt hier unten dieses quasi L, so geht das rein. Druckerelement ist unten. Dann kann die Klappe wieder zu. So, und unten das Element wieder drauf. Und zwar so, na, hier habt ihr das Druckelement, hier habt ihr diese Ausbuchtung. So kommt das hier drauf, damit das auch geschützt ist. So. Alles sauber zu, wunderbar. Und jetzt können wir an den Laser rüber und das ganze Element auch schon anschließen. Dann haben wir hier im Modul auch die Zähnchen. Das heißt, wir können das Modul auch hier so drauf schieben. Dass es einrastet. Hier wieder schließen. Dann können wir hier diesen Stöpsel nehmen und den hier auf der Seite hat es einen Stecker. Da können wir das reinmachen. Dann kommt hier die Abdeckung wieder drauf. Und dann habt ihr hier eine Ausbuchtung und da könnt ihr das ganz einfach drauf schieben. Und so haben wir das eigentlich auch schon vorbereitet. Dann können wir hier unten dieses Element wieder wegnehmen.
Und das, was ich weggenommen habe, das könnt ihr hier reinmachen. Einfach reinlegen und hier steht this side up, das heißt, ihr müsst es lesen können. Dann habt ihr so Post-it-Zettel mit dabei und so eins könnt ihr ganz einfach hier reinmachen. Jetzt sagt er mir auf dem PC, ich soll zuerst eine Referenzpfad machen. Machen wir mal. Genau, das hat er gemacht, damit er gucken kann, dass er wirklich schön an der hintersten Ecke ist. Dann sagt er, ich soll das Bearbeitungsmodul kalibrieren. Sage ich starten. Ich habe jetzt einfach kurz einen kleinen Test gemacht mit dem Druckerpapier und wirklich super akkurat vom Schneiden her. Druckergebnis finde ich auch wunderbar. Von dem her würde ich sagen, es ist alles aufgesetzt, so wie ich das brauche. Ich habe euch jetzt nicht die einzelnen Schritte von der Kalibrierung gezeigt, weil ihr bekommt wirklich am PC schon alles angezeigt, was ihr machen müsst. Ob ihr es überhaupt machen müsst, also da könnt ihr ganz einfach den Instruktionen auf dem PC folgen. Ich würde sagen, ich mache jetzt zuerst mal die Karte. Das heißt, ich gebe hier meinen Karton, den ich immer verwende, hier schön rein. Und dann muss ich beim Modul unten wieder die Abdeckung lösen. Die kommt wieder hier unten hin. Also das macht ihr eigentlich immer gleich. Und ich habe auch das Messer schon drin, um nachher, wenn ich gedruckt habe, das auch auszuschneiden. Respektive, nee, ich muss zuerst drucken, dann mache ich das andere Modul rein, wo ich falzen kann. Wobei ich weiß nicht, ob ich mir hier die Zeit erspare. Wisst ihr was? Ihr könntet das natürlich auch hier mit dem falzen, aber es sind nur 2 Linien, das kann ich kurz mit dem Falz- und Schneidebrett machen. Das ist alles wunderbar. Dann kommen wir heute auch ein bisschen schneller vorwärts. Dann geht er hier auf den Zettel kurz den quasi Kopf reinigen, damit wir ein schönes Ergebnis bekommen. Und dann fängt er auch schon an zu drucken. Das war schon mal das erste Bild und jetzt macht er drüben noch das Happy Birthday. Wenn er fertig ist, geht er wieder runter, holt sich den Deckel wieder, damit das Element nicht austrocknet, wenn es nicht im Gebrauch ist, und geht wieder zurück. Jetzt habe ich eben das Messer schon drin, das heißt, ich kann jetzt auch noch den Schneiderauftrag geben. Ihr könnt natürlich hier den Schneidedruck und die Geschwindigkeit könnt ihr selber einstellen. Ich gehe da lieber ein bisschen langsamer, damit ich einen schönen Schnitt bekomme. Ich kurz kontrollieren, ob das geschnitten hat, weil ich habe keinen Testschnitt gemacht vorher. Ne, das hat noch nicht gereicht, dann lasse ich ihn einfach nochmal schneiden. Natürlich wäre es gut, wenn ihr jeweils die Schnitteinstellungen vorher testet. Aber ich wollte jetzt unbedingt loslegen und gucken, wie das alles so funktioniert. Von dem her
habe ich das einfach mal so gemacht. Aber das Schöne ist eben, in der Software könnt ihr einfach sagen, Vorgang wiederholen. Und dann schneidet er das einfach nochmal genau an der Stelle. So, dann gucken wir nochmal. Ja, fast, aber noch nicht ganz. Nochmal. Bin da lieber ein bisschen vorsichtig, weil es eben dasselbe Messer ist, mit dem ich auch das C-Transfer Vinyl und das Vinyl schneide. Da werde ich auf jeden Fall gucken, wenn es dann die wenn es das als Einzelteil gibt, dass ich da zwei kaufe, damit ich oder ein zusätzliches kaufe, damit ich eins für Papier und solche Sachen verwenden kann und eins nur für Vinyl und HDV oder Aufbiegefolie, weil dort ist es extrem wichtig, dass das Messer schön scharf ist und mit dem Papier nutzt ihr das Messer halt so ein bisschen mehr ab. Von dem her habe ich da eigentlich gerne zwei unterschiedliche Messer. So, jetzt hat das funktioniert. So kann ich das runterlösen. Dann nehme ich als nächstes das Stickerpapier. Natürlich hier die Abdeckung auch wieder wegnehmen und unten in der Ecke platzieren. Er geht immer eben auch den Kopf kurz reinigen. Und dann fängt er auch schon an, meine Sticker zu drucken. So, der ist jetzt durch mit dem Drucken. Ich musste kurz zwischendurch abbrechen, da hatten keine neuen Platz. Ich habe ein bisschen großzügig gerechnet, von dem her habe ich dann einfach noch die 6 stehen lassen und die schneide ich jetzt auch noch aus, weil das Messer ist ja immer noch drin. So, und wenn er durch ist, kann ich mir das kurz angucken, ob das funktioniert hat mit dem Schneiden. Hat wunderbar funktioniert, super. Kann ich das runterlösen. Dann habe ich hier meine einzelnen Sticker. Und er hat die wirklich super akkurat geschnitten vom Offset her, aber das zeige ich euch dann am Schluss in der Detailaufnahme. Aber so habe ich jetzt meine kleinen Sticker schon mal. Ich würde sagen, als nächstes nehme ich das Printable Vinyl. So, der ist auch schon fertig mit Drucken und jetzt mache ich noch das Schneiden. Dann habe ich die einzelnen Bildchen auch schon. Da pressen wir nachher eins auf, damit ihr seht, wie das aussieht. Und als nächstes kommt noch die Geschenkbox. Da habe ich ganz einfach einen großen 30×30 Bogen. So, und das werde ich zuerst drucken und danach, weil das ein sehr starker Karton ist, werde ich das mit der Tiefenschnittklinge schneiden. Oder ich mache ein paar Durchgänge mit der Schnittklinge, dann wechsle ich das Modul aus, damit ich das auch noch falzen kann. So, dann ist der Drucken fertig. Dann kann ich hier das Modul entfernen. Dann mache ich das Carriage-Modul rein. Dann mache ich hier den Prägestift quasi rein. Den können wir nämlich auch fürs Falzen verwenden. So, die Abdeckung wieder drauf.
So, jetzt habe ich einfach die Schnittlinien ausgeblendet und nur die Falzlinien stehen lassen. Und dann sollte der für die Box quasi die ganzen Falzlinien machen. Das war der zweite Durchgang und so hat das wunderbar schon funktioniert. Wunderbar. So, das ist mal das, was ich habe. Den Umschlag habe ich kurz ohne euch gemacht. Der war ganz einfach. Ich habe eigentlich nur den Rahmen geschnitten und dann habe ich an den Ecken ja gesehen, wo ich die Falzlinie machen musste. Ging ein bisschen einfacher, als das Modul zwischendurch auszutauschen. Genau, aber ihr seht, das hat das wirklich wunderbar aus dem Papier sauber ausgeschnitten. Dasselbe hier beim dicken Papier, das ist sicher 300 Gramm, hat es auch wunderbar ausgeschnitten. Jetzt können wir hier die Falzlinien noch nachziehen. Und so könnt ihr eben mit diesem Prägemodul quasi fürs Foilieren, könnt ihr auch wunderbar die Falzlinien machen. So, jetzt müssen wir das Ganze noch zusammenkleben und ihr seht, ich habe extra geguckt, dass das Bild eben über die Kanten drüber hinausgeht. Das heißt, genau, hier auf der Seite und auf der Seite müssen wir das zusammenkleben. Unten auch gleich. Kann man beim Falzbein kurz ein bisschen nachhelfen. Und dann, na. So, dann sollte sich das auch schließen lassen. Genauso. Und dann haben wir hier schon die Geschenkbox. Und das zweite, was ich auch noch kleben muss, hier kurz ist der Umschlag für die Karte. Macht keinen Sinn, Kleber aufzubringen, wo ich kein Papier habe, ne? Den klebt nichts fest. Dann kann man hier eben die Karte reinmachen und hat den entsprechenden Umschlag auch schon für die Karte. Das war das. Sticker und gucken wir uns nachher an. Aber was ich hier auch noch machen wollte, ist kurz eines von diesem Printable Vinyl hier auf die Tasche aufzubringen. Da mache ich die Heat Press auf die zweite Stufe. Und hier brauche ich eigentlich keine Übertragungsfolie, weil das ein sehr simples Element ist. So, dann können wir das Ganze hier kurz ein bisschen vorwärmen oder vorpressen, damit die Restfeuchtigkeit rausgeht und wir da auch keine Falten drin haben. So, dann können wir das hier drauflegen, wo wir das haben wollen. Ich mache das eher so ein bisschen im unteren Bereich, weil wenn sich das Ganze ja füllt, wird das hier so ein bisschen bauchig und oben zusammengezogen. So, dann mache ich jeweils ein Backtrennpapier drauf und dann können wir das hier drauf pressen. Hat auch schon wunderbar funktioniert, das heißt, die können wir ausschalten. Jetzt, damit ihr die weiteren Module auch noch seht, habe ich hier noch kurz einen beschichteten Canvas eingegeben auf die Matte drauf. Könnt ihr rosa nehmen, der da beschichtet ist, habe ich gedacht, ich lasse trotzdem die hellblaue Matte drin
Und hier in der Halterung drin habe ich das Rollmesser drin und auf dem PC habe ich ganz einfach die Option mehrere Module ausgewählt und ja, habe mir kurz die 2 Punkte markiert. Das ist eigentlich alles, was ich machen musste. Und dann können wir hier schon mal loslegen und gucken, wie gut es das schneidet. Ihr seht jetzt auch, ne, er dreht quasi, dann schneidet er, dreht mit. Und wenn er dann einen Winkel hat, wo er nicht ringsherum kommt, hebt er sich immer wieder, schneidet ein bisschen und geht dann weiter. Ich habe das jetzt von den Gramm auf 1400 eingestellt und Geschwindigkeit 20, weil es ein beschichtigtes Material ist, und hoffe, dass das gut funktioniert. So, dann ist er durch. Gucken wir mal, wie gut das funktioniert hat. Ich hatte tatsächlich nur bei einem Buchstaben, wo es ein bisschen Verwirrung gab. Der Rest wunderbar geschnitten. Und so kann ich die auch wunderbar verwenden. Und beim R kann ich selber noch schneiden. So, und jetzt würde ich sagen, wir gucken uns die ganzen Sachen noch im Detail an. Ich hatte am Anfang hier eben mit dem Stift das Heft beschriftet. Hatte wirklich super funktioniert. Und gerade eben so mit Single-Line-Sachen finde ich die Ergebnisse wirklich super. Und dann eben auch nach meinen 2 kleinen Fehlversuchen, weil ich das falsche Material verwendet habe, dann hier eben das Folieren von einem Bastelkarton. Da funktioniert es wirklich super. Und eben, wir als Bastler können ja unsere eigenen Hefte auch machen, damit wir dann Material haben, wo man dann auch drauf folieren kann. Das finde ich natürlich auch immer extrem cool. Übrigens, hier habe ich den Stift eingestellt auf eine Stärke von 35 und Geschwindigkeit von 100. Und hier hatte ich eine Stärke von 200 und eine Geschwindigkeit von 10. Das eben auch eine Single-Line-Schrift. Das waren die beiden Sachen. Dann hier das bedruckbare Vinyl. Ich finde, der ist so süß geworden. Ich denke mal, das könnten durchaus meine Weihnachtssäckchen werden, weil die wirklich Hammer sind, die Motive. Und eben da schön die Kombination auch von Drucken und dann, dass ich das auch gleich ausschneiden kann. Da habe ich das geschnitten mit einer Stärke von 100 und Geschwindigkeit 70. Das war das hier. Dann die Karte. Das ist jetzt natürlich eine kleine Karte. Ich wollte es einfach mal ausprobieren. Jetzt gerade nicht so groß machen. Aber könntet ihr natürlich zum Beispiel auch eine größere Karte machen und dann nur zweiseitig. Ich wollte hier einfach eins mit vorne drauf gedruckt und dann hier in diesem Mittelteil und dann kann ich hinten noch was reinmachen. Von dem her hier eine schöne Karte. Da hatte ich das ausgeschnitten mit einem Druck von 40, Geschwindigkeit 20 und ich habe dann 3 Durchgänge gemacht. War bei mir im Moment noch ein bisschen herausfinden, was ich wie schneide. Von dem her kann ich da sicher die Einstellung auch noch ein bisschen optimieren. Und dann eben auch gleich einen passenden Umschlag dazu und den habe ich geschnitten mit Power 100 und dann Geschwindigkeit 20 und das zweimal, also 2 Wiederholungen, hat das wunderbar funktioniert. Hier diese Kombi. Und das finde ich auch extrem cool, weil ich eben, ich muss nicht ein ganzes Blatt bedrucken und dann gucken, wie ich irgendwie die Box platziere, dass das funktioniert, sondern ich kann hier wunderbar einfach die Box, so wie das dann geschnitten wird, auf den Arbeitsplatz legen und dann mein Motiv genau da drauf platzieren, wo ich das dann haben will. Und ich finde es halt einfach extrem cool, weil es dann über diese ganzen Kanten geht.
Die habe ich garantiert nicht zum letzten Mal gemacht. Die finde ich wirklich super. Das ist ein 300 Gramm Papier und deshalb haben wir hier auch eine schöne Stabilität. Die habe ich geschnitten mit Druck 100, Geschwindigkeit 30 und 2 Durchgänge. Und hier habe ich ja auch die Kombination gemacht, dass ich nicht nur geschnitten und gedruckt habe, sondern auch gefalzt habe mit dem Prägetool. Und da hatte ich den Druck auf 80 und Geschwindigkeit 20. Na, hier ein schönes Beispiel von wegen, dass ihr gleich 3 Sachen miteinander verbinden könnt. Dann haben wir noch die Sticker. Haben wir auch noch gemacht. Hier das kleine Nilpferd. Dann das Küken. Dann hier den Vogel. Dann den Hund. Dann hier noch das kleine Krokodil. Oder Dinosaurier. Ich weiß es nicht, was es ist. Eins von beiden. Und dann noch den Panda. Und hier eben auch die Kombination, dass ich es zuerst gedruckt habe und dann geschnitten habe. Ich nehme jetzt einfach ein Beispiel raus, damit ihr seht, dass das wirklich schön präzise ringsherum geschnitten hat. Und das ist eben ein Stickerpapier. Und da wir ja eben dieses Carriage-Modul verwendet haben, dachte ich mir, mache ich auch noch gleich ein Thema rein, was ich eigentlich gar nicht geplant hatte, sondern ja, spontan noch reingerutscht ist. Und das ist eben, dass ich mit der Rollklinge Stoffe schneiden kann. Ich habe es jetzt auf dem Papier geklebt. Das ist ein beschichteter Canvas-Stoff. Aber ihr seht, dass ihr echt wunderbar damit dann auch Stoffe schneiden könnt mit der Rollklinge. Oder die würde ich natürlich auch verwenden, zum Beispiel, wenn ich Moosgummi schneide oder wenn ich Kunstleder schneide. Dafür ist die Rollklinge wirklich super. Genau, das habe ich gemacht. Und um es vielleicht auch vorne wegzunehmen, natürlich bekommt ihr oder könnt ihr nicht erwarten, dass ihr die gleiche Qualität vom Druck her bekommt, wie ihr das mit einem normalen Drucker habt, weil beim normalen Drucker arbeitet ihr mit CYMK, das heißt Cyan, Magenta, Yellow und Black, also mit 4 Farben. Und hier habt ihr ein Modul, wo ihr eben hier mit 3 Farben arbeitet, aber trotzdem, ne, also durchaus akzeptables Ergebnis, eben im Hinblick darauf, dass man das dann wunderbar mit anderen Sachen kombinieren kann. Und um euch das auch noch zu zeigen, ne, ich habe das hier einfach kurz mal auf ein Holzbrettchen gedruckt. Und so ein Holzbrettchen würde ich ja nicht in den Drucker reinbekommen, das heißt, die Möglichkeit habe ich normalerweise nicht. Und ihr seht, dass es wirklich wunderbar funktioniert hat. Also hier auch eine coole Kombi, dass ich eben das Druckermodul so verwenden kann, dass ich Sachen bedrucke, die ich nicht in den Drucker reinbekomme. Und ich könnte dann hier eben auch wieder kombinieren, dass ich hier dann zum Beispiel das noch auslasere. Ja, oder mit dem Laser ausschneide, so wollte ich sagen. Also hier wirklich eine coole Sache. Also ihr seht, ich habe auch heute wieder eine schöne Ausbeute an Sachen und hat wirklich alles wunderbar funktioniert. Hier am Anfang mit einen kleinen Startschwierigkeiten, aber ansonsten wirklich wunderbar. Ja, aber das war es tatsächlich dann auch schon für heute. Ich hoffe, das war hilfreich für euch, dass es spannend war für euch, dass euch das Video gefallen hat und dass ich euch morgen im nächsten Video wiedersehe, wo es dann um das ganze Hitzetransferfolien schneiden, Vinyl schneiden geht und wir uns die Hitzepresse vor allem auch ein bisschen genauer angucken. Bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und eben, ich hoffe, ich sehe euch morgen wieder. Bis bald!